Guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Tutorial, wie man Environment Textures für Blender selbst kreiert. Was man dazu zuerst braucht, ist natürlich ein Fotoapparat. Jedoch ist es auch noch ganz nützlich ein Stativ zu haben, beziehungsweise es sich aus Haushaltsgegenständen selbst zu bauen. Ich habe mir ein Stativ hier aus einem Stock und einem Tischstativ gebaut, die ich dann zusammengeklebt habe und am Fotoapparat befestigt habe. Das Ganze sieht dann etwa so aus, dass die Nutzung von Environment Textures ist im Endeffekt, da eine Szene entweder zu beleuchten oder eben einfach 3D-Objekte die Szene reflektieren zu lassen. Sehr wichtig ist zu beachten, dass man eben recht wenig bewegte Landschaften wählen sollte. Dies liegt daran, dass man eben dadurch, dass man halbwegs lange braucht, sonst irgendwelche Probleme an den Kanten haben könnte. Theoretisch ist das Ganze auch noch mit einem Video möglich. Da muss man im Endeffekt dieselbe Bewegung durchführen, wie sie jetzt hier im Video zu sehen ist. Jedoch ist es deutlich komplizierter, dadurch, dass man eben Faktoren wie den Fokus und die Belichtung beachten muss. In unserem Fall verwenden wir jetzt das Software-Tool Image Composite Editor von Microsoft, der es uns ermöglicht, sehr einfach und mit sehr hoher Qualität die ganzen Fotos, die wir jetzt gemacht haben, zusammenzufügen. Wenn wir also den Image Composite Editor installiert haben, dann gehen wir jetzt in dem Image Composite Editor auf New Panorama und öffnen einfach alle unsere Bilder. Zu den Bildern gilt natürlich noch zu sagen, dass man auf jeden Fall immer meistens etwa 5 die Bilder überlappen lassen sollte. Wenn man die Bilder geladen hat, dann sollte man auf Next klicken, einfach nur. Dann zeigt er einem nach dem Analysieren diese Panorama an. Wenn man dann auf Perspective klickt, dann kann man sehr schön das Foto betrachten und man sieht unten links in der Ecke, dass es 360 Grad und in der horizontalen und 180 Grad in der vertikalen abdeckt. Das heißt, die komplette Größe. Wenn man auf Spherical Mode rechts klickt, dann erhält man dieses Bild. Wenn man dann auf Next klickt, kommt man hier hin. Hier könnte man jetzt Sachen an dem Bildrändern abschneiden, falls nicht die komplette Umgebung abfotografiert wurde, könnte man das Ganze einfach abschneiden. Standardmäßig werden die Bereiche dann schwarz gelassen. Jedoch könnte man auch die Autocomplete-Funktion nutzen, die halbwegs gut funktioniert. Jedoch ist es besser, wirklich den kompletten Bereich abzudecken. Im nächsten Schritt kann man jetzt einfach das ganze Bild wieder speichern. Könnte recht groß sein, deswegen könnte es nützlich sein, bevor man das Ganze jetzt in Blender packt, es zu skalieren. So, zuerst muss man Real Sky und unter Environment Lighting Sky Texture aktivieren, wenn man das Ganze mit dem Blender Internal Renderer macht. Wenn man dann eine neue Textur erstellt, das Bild da reinlädt, dann gilt es als erstes zu beachten, dass man unter Mapping die Koordinaten auf Equirectangular stellt und bei Influence Horizon anklickt.
Wenn man das Ganze jetzt im Rendered Viewport betrachten würde, dann erhält man, beziehungsweise sollte man zumindest das Bild so erhalten, dass man es im 3D-Viewport von Blender betrachten kann. Um die ganze Reflexion der Textur zu demonstrieren, werde ich jetzt schnell mal ein 3D bauen, das Ganze dann eben die Textur reflektieren lassen. In diesem Fall baue ich jetzt einen Science-Fiction-ähnlichen Roboter, der fliegen kann. Das heißt, wir platzieren ihn jetzt hier in der Luft, geben ihm diese schöne Reflexion. Es ist immer ganz nützlich, bei Shading Transparent zu aktivieren. Dadurch erreicht man es, dass man die Environment-Textur nicht als Hintergrund hat, was im Allgemeinen nicht gewünscht ist. Im Allgemeinen würde man das Ganze entweder wirklich komplett in einer 3D-Szene machen, das heißt, man könnte Alpha automatisch aktiviert lassen, oder man würde ein eigenes Bild dafür in den Hintergrund setzen, was natürlich auch gehen würde. Das würde man dann jedoch im Compositor machen. Jetzt das Ganze als Renderer. Hier ist das etwas einfacher und etwas schneller. Dazu geht man einfach auf World und setzt bei der World-Farbe die Farbe auf Environment. Dort wählt man Textur aus. Wenn man jetzt unter Display World Background anschaltet, dann hat man sogar im Solid View Mode die Environment Textur geladen. Im nächsten Schritt werden wir nun den einzelnen Objekten, die wir jetzt hier gebaut haben, noch verschiedene Materialien zuweisen, damit man jetzt gleich sehen kann, dass auch verschiedene Reflexionen, gerade das in Kombination mit dem Cycles Renderer, sehr gut funktionieren. Was ich jetzt auch gemacht habe noch ist, ich habe Transparent jetzt angeklickt unter Film, was mir auch jetzt wieder ermöglicht, dass der Hintergrund transparent bleibt, aber ich trotzdem die kompletten Reflexionen auf dem Objekt selbst erhalte. Das war's von meiner Seite auch schon. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.